April 26th, 1928. Gave a talk in Friedenau yesterday. A tight-ass bourgeois audience. Slowly but surely I got through to them though. Later that evening, never giving an inch. With such people, we will one day conquer the world. May 24th, 1928. I sat at home and worked. Only now do I realize how tired I am. I long for the gentle touch of a woman's hand. October 16th, 1928. What does Christianity mean today? National Socialism is a religion. All we lack is a religious genius capable of uprooting outmoded religious practices and putting new one movement. And I'm constantly tied up in minor squabbles. It's enough to make you weep. April the 5th, 1929. We still have too many Philistines. I sometimes have my doubts about Hitler. Why doesn't he speak up? The opportunists want to reap the harvest before it's ripe. There has already been serious confusion in the SA. When I see everything we have sacrificed so much to bring about going to the dogs, I want to scream out loud. Vor 10 Jahren scharte sich eine Handvoll entschlossener Nationalsozialisten um ihren neuen Gauleiter von Berlin. Unter seiner Führung begann der Kampf um die Rote Reichshauptstadt. Zäh und verbissen, auf fast verlorenem Posten, setzte sich die alte Garde gegen den Terror der Systemregierung und des bolschewistischen Untermenschentums durch. August the 1st, 1929. The party convention has started. The SA are already marching below, singing. Latest news, I am supposed to resign my Berlin post and move to Munich as new head of propaganda. They want to strip me of real power and replace it with the appearance of authority. So, that's their game. I'm going to ask the boss about it at lunchtime. I don't believe he's thinking along those lines. If he is, I'm going to quit. I'm not going to waste time slaving for the party. But there's no point in going on about problems. Outside, the SA troopers are marching by, singing. The weather is just beautiful. Hallo. Geheimrat Gutenberg, der Führer der Deutschen National. Goebbels, der Führer der Nationalsozialisten. Herr Dr. Goebbels, ein paar Worte ins Mikrofon, bitte. Hier. Ein paar Worte sprechen, ja? Wie beurteilen Sie die Lage, Ja, wo will ich denn reinreden? Hier, bitte. Herr Doktor. Ich halte diesen Reis dafür vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass er aufgelöst werden muss, weil er nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Ja, schön, Herr Doktor. February 15th, 1931. Magda Quandt came round this evening and stayed for a very long time. She is becoming a ravishingly sweet blonde. My lovely queen. A beautiful, truly beautiful woman. And I feel I will love her deeply. I'm walking around in a dream today. How wonderful it is to love a beautiful woman and to have that love returned. February 21st, 1931. Goering is a morphine addict. The boss wants to confront him. He does the craziest things. Sometimes he thinks he is Chancellor, at other times Minister of Defense. We have a classic case of megalomania. He needs urgent treatment. At the moment he looks utterly ridiculous. April the 28th, 1931. The party needs to become more Prussian. It needs to be more socialist. Hitler understands me, but he has his own reservations. I've managed to convince him to come to Berlin more often and devote more time to the question of socialism.
He trusts me and has condemned the smears in the party against me. Berlin is yours, and that's how things are going to stay, he says. I need this to happen. June 17th, 1931. Magda gives me strength and imagination. I am overjoyed to possess her. She is now my own. Now I know I have someone who belongs to me completely and will always stand by me. And I belong to her as well. The party comes first, then Magda. Love doesn't hinder me. Nun melde das System auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens seinen Bankrott an. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. Wir wurden verfolgt, gedemütigt, verboten. Unsere Führer und unsere SA-Männer wurden in die Gefängnisse gesperrt. Aber trotzdem stieg die Bewegung hoch. Dieses Volk wird unter der Führung neuer Männer und neuer Ideen wieder anfangen, Geschichte zu machen. Diese Revolution macht nirgends Halt. Sie hat das politische Leben umgestellt und eine Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern vorgenommen. Adolf Hitler ist der Träger dieser Bewegung. Die Zeit, die wir durchleben, ist von historischem Rang. Wir durchschreiten in Deutschland eine Umwälzung von unabsehbaren Ausmaßen. Die Revolution hat sich siegreich durchgesetzt. Ihre Ergebnisse werden in Deutschland einen politischen Zustand herbeiführen, in dem das Volk wieder zu Ehre, Arbeit und Brot kommt. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Required. Many of the people present were completely unsuitable for shaping public opinion. I'll be weeding them out very quickly. Overlapping responsibilities between my new portfolio and the existing ministries are causing some problems. But we Nazis always agree quickly on solutions, because we approach everything in a spirit of sound common sense. March the 17th, 1933. The Potsdam celebrations are being held in the National Socialist style for the first time. They are being broadcast throughout Germany. The nation in its entirety must be part of this event. I've been working on all aspects of the project until deep into the night and doing everything I can to impress. Ich bin auf das Äußerste gerührt und beglückt durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den mir das ganze Rheinland, den mir meine Vaterstadt und den mir in dieser Stunde der Rhein-Westfälische Rundfunk bereitet. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln. Sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit sind die Leitsterne meines Lebens gewesen. In Berlin, wie in
in anderen Universitätsstädten Deutschlands wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. May the 11th, 1933. Worked until late at home. In the evening, I gave a speech outside the Opera House, in front of the bonfire, while the filthy, trashy books were being burnt by the students. I was at the top of my form. Huge crowds. Superb summer weather began today. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. August the 9th. Nicht wahr, dass der Rundfunk ein Eigenleben neben der Zeit führen könnte. Er hat mehr als jede andere Form unseres öffentlichen Daseins die Pflicht, der Zeit, ihren Forderungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen und Ausdruck zu geben. Saw the exhibition. It turned out very well. Television is only months away. I made a call to the Far East and to the captain of the Bremen at sea. I could clearly be heard. People are stunned by the technological advances. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Mein Führer, die Belegschaft der Siemenswerke und mit ihr das ganze schaffende deutsche Volk gelobt Ihnen in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. How hugely superior we Germans really are. The whole affair lacked dignity and style. In the old days, Democrats fitted in well here and felt at home, but it isn't our sort of thing. The press were excited by me. They wanted interviews. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. What does the new Germany think of economic developments in the States? Wir betrachten die wirtschaftliche Entwicklung in Amerikas mit dem allergrößten positiven Interesse. Dr. Goebbels says that here we are in fact concerned with the greatest economic problem, economic and social problem, which the world has ever had to solve, namely to reinstate in the process of production the millions of people who have lost their jobs in factories and shops and offices. Bewegung ohne die Propaganda geworden. Und wohin geräte unser Staat, wenn nicht ein... So, und das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Und die Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? 12. Da muss ich mich ja genieren. Wie viele Kinder haben Sie? 3. Also hier, das ist das Beispiel. Da hinten sind einer, der hat 32. Ja, aber nicht mal einer. Was? Wie viele haben Sie? 3. 3, das ist ja gar aber nichts. Ich bin ja noch. May the 19th, 1936. Went out to Schwernenwerder in glorious sunshine. Magda was kind and sweet. Long boat trip. My employee Hegert is concerned the military will absorb our efforts if war comes.
Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit zuerkannt. Mit einem Fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem Können wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte Bewunderung fand. November the 6th, 1936. I drove out to the Bogensee Lake. Everything was calm and peaceful here. A place where one can work and think. And splendid autumn weather. Spent the late afternoon reading. Emil Ludwig's Murder in Davos. A nasty, veritably Jewish effort. It could turn you into an anti-Semite if you weren't one already. This Jewish plague needs to be eradicated. Utterly. Every last trace. Spent time chatting, reading, writing. To bed on time. Sleeping out here in the forest is wonderful. December the 12th, 1936. Cut the editors-in-chief of the dissident press down to size, told them what's what, gave them countless examples of their irresponsibility. And that's the end of that. From now on, I'll be imposing tough penalties. I expect order and compliance. December the 3rd, 1937. Popped over to Schwanenwerder late in the afternoon. Magda was a little sick. She was so kind and patient. The children were so sweet. I loved them all dearly. We chatted, played and messed around. It was great fun. In the evening, I monitored some films in Berlin. Maidenhood, a Prague film with Lida Barova. Wonderful acting, magnificently directed, but the locations were somewhat grubby and dirty. Typically Czech. It does absolutely nothing for me. But there's no denying how skillfully everything was done. Magda was very happy. She is better, and we are both happy to be back together. The Führer had already arrived. He was in a good mood, very friendly. The festival, Tristan. We all showed up in a big procession. First scene, magnificent. Second, slightly embarrassing and kitschy. The final scene, not good either. But that music, those acoustics, incomparable. Thousands of Czech Germans are below, calling out for the Führer. It's truly stirring. The Führer told me he will be resolving this issue very soon. Better now. Went to a party reception in the old city hall, which was packed. I mentioned the Jewish matter to the Führer. He said, von der deutschen Kolonie in Kairo begeistert begrüßt wurde. Bei Gizeh besichtigte Dr. Goebbels die Pyramiden und ließ sich anschließend von dem Leiter der deutschen Ausgrabungen bei Saqqara, Dr. Juncker, die historischen Denkmäler und den Stand der Ausgrabungen erläutern. October
October the 19th, 1940. I traveled to Paris with... Papi, die Soldaten, siehst du uns hier auch marschieren? Und du hast es schon erraten. Wir sind da und gratulieren. Bus daraus und fit gepasst, weil du heute Geburtstag hast. October the 30th, 1940. 43 years old. A little reflection and meditation, which helps on a day like this. The children were first to wish me happy birthday. They stood in line like organ pipes, recited their poems and gave me gifts and flowers. How wonderfully sweet. We watched a film of the children, with tears of joy and sadness. It was all so nice. November the 7th, 1940. Rain and fog. Dismal weather in Prague. Saw the sights. St. Vitus Cathedral with all its treasures and the magnificent old buildings, streets and squares. I am in love with this city. It feels German, and we will have to make it German again. Reception in the City Hall, in a truly beautiful room. Long speeches. Our people here are constantly getting at the Czechs, reopening the old wounds. That isn't good propaganda. I try to repair the damage. It's impossible to assess the consequence. Venice looks like a real jewel in the midst of the sea again. It really is the most beautiful city I know. I'm staying on a boat, the Cyprus, which is anchored near St. Mark's Square. In the evening, to mark the start of the Italian contribution to the Biennale, the new Roman film, The Iron Crown, is being shown. The premiere is a complete flop. The film is a grand anthology. I am very happy that failed literary experiments of this type are no longer possible in German cinema. I have worked indefatigably to eliminate all this aestheticizing experimentation. It can only be to our benefit that the Italians lack any kind of talent in this field. After the event, I took a stroll through the moonlit city. Venice possesses an enchanting beauty, especially when there is no artificial lighting. And although I not only had nothing to do with them, I fought against them. February the 15th, 1943. In the late afternoon, I began dictating my speech for the Sports Palace. I had finished and corrected it by evening. I believe... February the 19th, 1943. Yesterday. At 5 p.m., the long-awaited rally at the Sports Palace began. The numbers were overwhelming. The gates had to be closed at 4:30. The atmosphere recalled a wild mood of mass hysteria. The people of Berlin are currently the most alert political audience we have in the Reich. Almost the entire cabinet, large numbers of regional directors and Gauleiters, and almost all the secretaries of state were present. This was indeed a cross-section of the entire German population. Gegnende behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? I was, I believe, in very good speaking form.
and elevated the rally into a state of total spiritual mobilization. The rally ended in tumultuous chaos. The Sports Palace has never experienced such scenes, not even before 1933. The German nation is prepared to sacrifice everything for the war and our victory. I will make sure that total war does not remain pure theory. Lautet von jetzt ab die Parole: Nun Volk, steh auf und Sturm bricht los! The priest May the 7th, 1943. In the morning, an extended conference with the... Es ist jedem die Möglichkeit gegeben, dem Minister persönlich seine Sorgen und Nöte vorzutragen. Dr. Goebbels sagte, weder Engländer noch Bolschewisten werden Berlin wieder aufbauen, wenn wir diesen Krieg nicht siegreich bestehen. Wieder aufgebaut wird diese Stadt einzig und allein von uns selbst. February the 25th, 1944. Des Reichsministers über den Einsatz der neuen deutschen Waffe V1 auf. Ich habe damals nach den schweren Angriffen auf die Reichshauptstadt vom 21. und 22. November in Berlin erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich dort angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn die Überraschung ist auch eine Waffe. June the 18th, 1944. Our weapons of retaliation are the #1 subject right around the globe. The English may be doing everything within their power to counter our new secret weapon, but they aren't succeeding. The people of London are panic-stricken, flabbergasted. The bombardment of London has no fear, given the current situation. I certainly hope the Führer succeeds in making a man out of Göring again. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Der Minister mit Ritterkreuzträger General der Infanteriebusse. During the Lauban operation were on parade in the rubble of Lauban's marketplace. General Schörner addressed the troops and found the most complimentary words for me and my work. In particular, he praised my constant, indefatigable efforts to promote total war. He said I was one of the few men that the front-line troops listened to. No trace whatsoever of defeatism. I experienced this for myself when addressing the Home Guard in the crammed town hall in Görlitz. My speech was about the need to fight and never give up. Jede Divisionen
die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. In the German city of Reit, there is an ancient castle. Auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten.